warst du Samstagvormittag im Tower, totale Zeitverschwendung, wusstest du dich besser? Ja, aber du musst es mal ausprobieren. Tower muss man ausprobieren. Sonst weiß man halt nicht, lohnt sich das nicht. Also Low-Level Tower lohnt sich in der Regel eher nicht. Zumindest nicht bei XP-Event. Aber kann man so pauschal nicht sagen. Wenn du eine Klasse spielst, die es super easy schafft, zum Beispiel Ranger oder so, oder Psykeeper, Elementor, die das locker easy solo machen können in relativ kurzer Zeit, dann lohnt es sich eigentlich auch auf Level 80. Also zumindest, wenn man jetzt nicht extra seine Level-Session unterbricht, nach Flaris geht und dann wieder nach Darkon 3 fliegt. Das wäre ziemlich dämlich. Aber normalerweise fängt man ja irgendwann an oder hört irgendwann auf zu leveln und dann ist man dann meistens in Flaris oder in der Stadt. Und dann kann man es halt machen. Immer zum Anfang oder zum Ende des Tages würde ich es machen. Weil man halt, wie gesagt, in Flaris ist. Und dann kann es sich auch im Low-Level lohnen. Aber natürlich ist es auch immer eine Frage des Equipments und so. Und immer die Frage, schafft man die Giants? Also pauschal würde ich sagen, spätestens ab Tower F3 müsste es sich eigentlich schon lohnen für die meisten. Weil man dann eigentlich auch nicht mehr so schnell levelt. Aber wie gesagt, kann in jedem Fall abweichen. Immer auch, wie gesagt, eine Frage vom Equip und so. Stranger, die hatten nur mehr HP und haben weniger XP gegeben. Dafür ein Level über denen, die du eigentlich gemacht hattest. Da brachte das bei Schwarmer. Ach so, ja, aber du machst ja Tower wegen den Quests und nicht wegen den Monstern. Du kriegst ja Bonus-XP im Tower. Wie viel die Monster geben, ist ja scheißegal. Man macht ja Tower nur wegen den... Oder meinst du Tower-Ticket? Weil... Tower-Quests wiederum, die lohnen sich immer. Du kriegst ja immer die fette XP-Reward dann. Für 50 Mobs 50% dann zum Beispiel. Und du kriegst ja bei 50 Monstern niemals. Tower-Ticket, ja. Ja gut, Tower-Ticket war ich selber tatsächlich noch nie drinnen. Aber war ich noch nie wirklich überzeugt davon, dass sich das lohnt. Auch wenn ich es nicht ausprobiert habe. Aber Tower-Monster sind in der Regel stärker als Open-World-Monster, also das ist schon mal kacke. Egal wie viel XP sie geben. Sie machen mehr Schaden und so. Und dann laufen da drin ja auch die Giants rum. Also ja, keine Ahnung. Es gibt ein paar Leute, die mögen es. Aber ich glaube, die meisten mögen es ja nicht so. Ist eher zum Geeken eigentlich, das Tower-Ticket. Würde ich sagen. Kann man so und so sehen halt. Auch da ist es ausprobieren tatsächlich wie mit dem richtigen Tower. Probieren geht über Studieren. Du hast es jetzt ja auch probiert und festgestellt, es ist Trash. Und dann ja. Das ist ein XP-Rechner für Universe genommen, weniger XP auf demselben Level, dafür ein Level über Open World und mehr AP, war genau im Cap. Meinst du den Rechner über Flyfipedia quasi? Ich kenne gar keinen XP-Rechner. Ich kenne nur den über Flyfipedia. Der eingebaute quasi. Ja. Aber hast du es dann erst danach nachgeschaut? Weil wenn du es davor schon nachgeschaut hättest, dann ist es ja schon gewusst, oder? Hast du es erst danach nachgerechnet? Ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, das Nachrechnen. Wobei das halt auch nicht das Relevanteste ist. Oder Madrigal in Zeit, okay. Aber es ist halt auch nicht das Relevanteste, weil da hast du ja zum Beispiel keine Faktorisierung von Mobdichte und so. Also theoretisch könntest du auch bei Monstern leveln, die... Also gut, du bist 1v1 Ranger, oder? Da jetzt vielleicht nicht, aber bei AOE-Klassen zum Beispiel ist ja auch die Mobdichte entscheidend. Zum Beispiel, wenn du jetzt sagen würdest, also wenn du rein fiktiv... das wäre ein gutes Beispiel. Vielleicht Kern. Ja, wobei Kern ist eigentlich gar kein so geiles Beispiel. Gonguri vielleicht. Gonguri, also da gibt es keinen Sinn, wie gesagt, nur ein Beispiel. Gonguri würden mehr XP geben als Klarfahren und wären auf dem gleichen Level.
Da würden die meisten Leute trotzdem wahrscheinlich lieber zu Klarfahren gehen. Also sagen wir minimal mehr XP, weil viel mehr könnte es eigentlich nie sein. Also Monster, die ungefähr auf dem gleichen Level sind, können niemals sehr krasse XP-Unterschiede haben. Minimal ja, aber krass auf keinen Fall. Das sind dann nur ganz kleine Unterschiede. Und mal angenommen, die wären zum Beispiel auf dem gleichen Level und würden ansatzweise gleich viel XP geben, aber Gonguri würde halt mehr geben. So vielleicht 10% mehr oder so. Dann würden die meisten Leute wahrscheinlich trotzdem zu Klarfahren gehen. Also vor allem AOE-Spieler. 1v1 würden wahrscheinlich zu Gonguri gehen. Aber alle AOE-Spieler würden trotzdem lieber zu Klarfahren gehen. Weil die Mobdichte dort an zumindest manchen Spots, nicht an jedem Spot, aber an den meisten oder an ein paar Spots, ist so unfassbar gut bei Klarfahren. Und es ist einfach extrem angenehm, dort zu leveln, dass du sagst, ja, ist mir scheißegal, dass die ein kleines bisschen weniger XP geben. Durch die Mobdichte, durch die Anzahl der Monster, die ich pro Stunde töte, kriege ich trotzdem mehr XP, obwohl sie pro Monster dann quasi weniger geben. Also da muss man auch immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht diese XP pro Monster zu stark bewertet. Es gibt ja auch Leute, die fragen immer, was ja auch nicht schlimm ist, aber die fragen immer, wie viel Level über mir sollte das Monster sein oder sollten die Monster sein, bei denen ich level? Und an für sich ergibt die Frage gar nicht so viel Sinn, weil das ist halt eigentlich gar nicht das Wichtigste. Also, erstens mal kann man das pauschal gar nicht beantworten, weil ich meine, das kommt ja auf dein Equipment an. Ich meine, wenn du ultra krasses Equipment hast, dann kannst du ja locker zu 9 Level höheren gehen, theoretisch, so wie wenn du Master machst zum Beispiel. Aber für die meisten Leute wird es eher wenig Sinn ergeben, weil sie entweder nicht so ein krasses Equipment haben oder weil vielleicht diese Monster, wenn du jetzt immer sagst, immer 9 Level über mir, kann ja sein, dass diese Monster, die immer 9 Level über dir sind, mal einfach saubeschissene Mobdichte haben, zum Beispiel, oder saubeschissene Spawns haben, wie zum Beispiel Gonguri. Die haben eigentlich wirklich nur einen chilligen Spawn, wo man halbwegs gut AOE leveln kann, meiner Meinung nach zumindest. Und da würde ich halt dann sagen, ja, okay, aber da will ich jetzt halt trotzdem nicht hingehen. Aber dann sagt mir aber irgendjemand, ja, aber du musst immer zu 9 Level höheren Monstern gehen. Das ergibt halt einfach keinen Sinn. Deswegen ist das eigentlich gar nicht so klug, nur auf die XP pro Monster zu achten. Weil natürlich gibt mir ein höheres Monster grundsätzlich immer mehr XP. Aber es gibt dann einfach noch andere Faktoren, die da auch entscheiden. Und ja, wie gesagt, im Tower-Fall würde ich halt sagen, ist es auch so. Also im Tower-Ticket weiß ich jetzt nicht die Mobdichte von allen Monstern auswendig. Müsste ich tatsächlich mal reingehen und nachschauen. Aber die wird nicht so gigantisch viel besser sein. Und wenn du sagst, die Monster geben dann weniger XP pro Mob, plus die Monster sind stärker und so, dann ist das hinfällig. Aber eigentlich muss man es immer ausprobieren, theoretisch. Oder sich auf jeden Fall vor Ort angucken. Vor allem wegen Mobdichte, wenn man es nicht weiß. Im Zweifel einfach mal eine Stunde leveln, dann eine Stunde bei dem anderen Spot leveln, zwischen dem man sich nicht entscheiden kann. Und dann siehst du ja, wie viel XP kriegst du. Also wenn man sich gar nicht entscheiden oder festlegen kann, dann würde ich einfach Stunde versus Stunde machen, über einer Stunde leveln und sich dann festlegen. Weil dann hast du ja die Zahlen schwarz auf weiß. Du hast eine Stunde so gelevelt, 5% gemacht, anderer Spawn genauso gelevelt, keine langen Pausen oder keine absichtlichen Pausen oder so eingelegt. Und da hast du dann 5,5% gemacht. Also weißt du dann für dich, jo, der Spawn mit den 5,5% oder die Monster mit den 5,5% sind natürlich besser. Und ja, das ist halt von so vielen Faktoren abhängig, dass man es eigentlich, im Zweifel sollte man es immer lieber ausprobieren, als einfach das zu machen, was irgendjemand sagt. Und wie gesagt, ich würde mich niemals darauf verlassen, dass sowas immer plus 7 Level, immer plus 5 Level, immer plus 9 Level, das sind mehr so Orientierungen, das sind keine, oder das sollten keine festgeschriebenen Regeln sein. Deswegen beantworte ich diese Frage eigentlich auch nie wirklich so. Also so ein guter Durchschnitt würde ich sagen ist plus 5. Höher würde ich persönlich eigentlich nie gehen, außer ich habe wirklich geisteskrankes Equipment. Oder bin halt ultra auf Power-Ups und so. Oder ich habe mir gerade eine Line Cocaine reingezogen.